Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen. Und dann gibt es noch den Befehl in Mediathek kopieren. Dazu klicke ich einfach mit der rechten Maustaste auf die Mediathek, die ich kopieren möchte, und hier in der Mitte findet man den neuen in Mediathek kopieren Befehl. Übrigens nur so nebenbei sieht man darunter, dass man auch den Zusammenlegen-Befehl für Medien- und Motion-Inhalte von hier aus starten kann. Man muss also nicht unbedingt ins Informationsfenster der Mediathek gehen. Gehen wir hier aber zum in Mediathek kopieren Befehl, sehen wir, dass wir ein Untermenü mit Optionen erhalten. Oben kann ich diese Mediathek in eine beliebig andere, derzeit geöffnete Mediathek kopieren. Wenn ich eine auswähle, wird das Fenster für das Mediathek in Mediathek kopieren geöffnet. Hier kann ich auswählen, was beim Kopieren mitkopiert werden soll. Ob ich die Medien und welche der 3 Kategorien ich beim Kopieren mit einschließen möchte, sei es Original, Optimierte und/oder Proxy. Unter Medienziel wird automatisch der derzeit für die Zielmediathek festgelegte Speicherort als Ziel angezeigt. So kann ich die Medien entweder dorthin kopieren lassen, sie in die Mediathek selbst oder sogar einen völlig neuen Speicherort für das, was kopiert werden soll, auswählen. Zum Beispiel mein Möchtegern-Server. Ich kann auch entscheiden, ob Medien, die möglicherweise außerhalb der zu kopierenden Mediathek gespeichert sind, auch in das oben ausgewählte Medienziel kopiert oder einfach dort belassen werden, wo sie sind. Und alle Änderungen, die ich vornehme, ändern auch die Speicherorteinstellung für die Mediathek, in die ich kopiere. Dann kann ich auch die Mediathek ohne Medien kopieren. Durch Auswahl dieser Option werden alle vorherigen Optionen darunter deaktiviert, da sie damit ja im Grunde irrelevant werden. Ich werde auch darauf hingewiesen, dass durch die Verwendung dieser Option die Clips in der neuen Mediathek anschließend als fehlend angezeigt werden. Das wähle ich mal und klicke auf OK. Zurück in der Mediathek-Seitenleiste. In der Mediathek sehen wir, dass das Ereignis oder auch Ereignisse der kopierten Mediathek jetzt kopiert wurden. Und wie mir ja gesagt wurde, wenn ich die Kopie anwähle, werden mir alle Medien als fehlend angezeigt. Anfangs musste ich tatsächlich darüber nachdenken, wann und wie dies nützlich sein könnte. Dann fiel mir ein, dass es tatsächlich eine super Option ist, wenn ich beispielsweise eine ganze Mediathek mit jemand anderem austauschen möchte, der oder die Kopien von oder Zugriff auf dasselbe Material hat. Ich bekomme damit also die kleinstmögliche Mediathek und der oder diejenige am anderen Ende muss einfach nur alles wieder neu verbinden. Etwas, das ich schon oft mit Kollegen gemacht habe, die im Ausland leben. Das musste ich bis jetzt also alles manuell erstellen, kopieren und so weiter. Aber jetzt sind es nur noch ein paar einfache Klicks. Dann gibt es eine zusätzliche Option, die sowohl den von mir beschriebenen Austausch von Mediatheken als auch eine noch einfachere Möglichkeit zum Erstellen einer nur Proxy-Mediathek betrifft. Wobei diese Variante davon ausgeht, dass das Kopieren und damit das effektive Duplizieren vorhandener Medien, also eben auch mehr Daten anstatt nur vorhandene Medien zu verschieben, wie ich es zuvor gezeigt habe, für mich kein Problem darstellt. Dies kann beispielsweise zum Erstellen einer Kopie meiner Mediathek mit der geringsten Datenmenge für Archivierungszwecke verwendet werden. Für all das oben genannte klicke ich einfach wieder mit der rechten Maustaste auf die Mediathek, kehre zum Untermenü zurück und kann diesmal unten Neue Mediathek auswählen. Damit erstelle ich zuerst eine neue, leere Mediathek, für die ich ein Dialogfenster zum Benennen und Auswählen des Speicherorts erhalte. Ich werde es einfach DRV Archiv nennen und es speichern, wo immer ich möchte. Dann kann ich wieder, wie zuvor, die gewünschten Optionen auswählen. Ich kann Originalmedien zur Archivierung oder möglicherweise Redundanz oder nur Proxy-Medien aus Gründen der Größe oder vielleicht für bessere Performance hinzufügen. Übrigens wird dasselbe Fenster auch dann angezeigt, wenn ich einfach eine Mediathek auf eine andere ziehe. Oder einfach nur ein Projekt von einem Ereignis zu einem anderen. Letzteres bedeutet, dass ich nur Medien kopiere, die in diesem Projekt verwendet werden, nicht die gesamte Mediathek. Das wäre also eine perfekte Lösung für alle, die nur die Medien archivieren möchten, die sie tatsächlich in einem bestimmten Projekt verwendet haben und alles andere zurücklassen möchten. Eine weitere sehr coole und hilfreiche Ergänzung zu den Medienverwaltungsfähigkeiten von Final Cut.
Hat dir das Ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe, euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wiederzusehen, die YouTube meint, ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund.